Hallo und willkommen beim Filmgemaunze. Heute mit einem Nick Cage Review. Ich bin bekennender Nick Cage-Fan, schaue mir alles an, was mir vor die Flinte kommt. Da wird es hier immer wieder mal Reviews geben, da warne ich euch gleich mal vor. Aber heute im Speziellen geht es um Butcher's Crossing aus dem Jahr 2022. Der Film hat eine bewegte Vergangenheit, denn die Premiere des Films war bereits im September 2022 auf dem 47. Toronto International Film Festival, aber in den US-Kinos startete der Film erst im Oktober 2023 und bei uns gibt es meines Erachtens oder gab es meines Erachtens keinen Kinostart. Der Film ist jetzt erst verfügbar seit Februar 2024 im Streaming, aber auch als Disc, Blu-ray oder DVD. Der Film ist ein Western-Drama, Spielzeit 105 Minuten und handelt von dem jungen Will Andrews, einem Mann aus Boston, einem jungen Mann aus Boston, Sohn eines Pastors, der sein Harvard-Studium abbricht. Der will fürs Leben sammeln, das große Abenteuer erleben im Westen. Kommt zu einer Grenzstadt nach Kansas, wo ein Bekannter seines Vaters, McDonald, den hiesigen Bisonfellhandel dirigiert. Ja, der gute Mann ist nicht so begeistert, dass Will hier auftaucht und er rät ihm auch definitiv davon ab und schickt ihn seines Weges. Aber Will ist niemand, der so schnell einknickt und er trifft auf den erfahrenen Bisonjäger Nicolas Cage, der schon seit geraumer Zeit, seit Jahren ein Unternehmen plant in ein vergessenes Tal, in dem es Unmengen von Bisons gibt. Und der derzeitige Stand der Bisons wird immer geringer, die Fälle immer dünner und es ist immer viel zu holen. Und hier wäre halt eben noch sehr viel zu holen und da könnte ein Mann richtig reich werden damit. Und er braucht aber noch jemanden, der die ganze Expedition auch finanziert. Und hier kommt Will ins Spiel. Und zusammen dann mit Fred Schneider, einem Häuter, und dem etwas älteren Charlie, der dann hier mehr oder weniger als Kutscher, Koch und allerlei quasi zur Gruppe dazugehört, macht man sich dann auf den Weg nach Colorado, um hoffnungsvoll dieses Unternehmen durchzuführen. So viel dann erstmal zur Ausgangssituation dieses Films. Der Film Butcher's Crossing macht es einem nicht einfach, denn es passiert relativ wenig in dem Film. Es gibt keinen wirklichen Antagonisten, es ist kein Natur-Survival-Film. Vielmehr sieht sich hier Regisseur Polski als nüchterner Beobachter, der keine großen Exzesse einbaut, die dann irgendwie der Dramaturgie dienen. Es gibt auch keine Eingriffe manipulativer Art, wie es der eine oder andere Regisseur gern macht. Aber das heißt nicht, dass der Film deswegen langweilig ist. Es ist nur so, man muss sich halt mehr oder weniger darauf einlassen können. Wir haben es hier mit dem jungen Will Andrews zu tun, einen Mann aus dem privilegierten Osten, der das große Abenteuer sucht, aber die eigentlich hier die Spielregeln nicht kennt. Und wir haben mit Frank Miller Nicolas Cage, der einen Mann steht, der für die Gier des Menschen steht und der immer im Laufe des Films immer mehr einem Wahn verfällt. Und das spielt er auch ganz gut. Man kennt es ja aus anderen Rollen von ihm. Und es ist hier auch so, dass es nicht so überzogen ist wie in manch anderen Filmen von ihm in jüngerer Vergangenheit. Ich denke, es war eine passende Wahl, ihn hier zu besetzen. Der Film ist keine Heldenreise der klassischen Art. Man erkennt, worauf der Film hinauslaufen wird, sehr schnell. Und also, oder anders gesagt, man erkennt eine Abwärtsspirale, wenn man sie sieht. Und aber trotzdem, der Film bleibt relativ plakativ und oberflächlich. Es sind sehr flache und dünne Charaktere. So gesehen ist es dann auch wieder kein Charakterdrama, denn eigentlich erfährt man nie mehr über die Figuren, ihre Motivation, was sie denn eigentlich wollen. Ja, man sieht Nicolas Cage, wie er dem Wahn verfällt, aber mehr über den Hintergrund gibt es hier allgemein bei den Figuren nicht. Ähm, aber immerhin, wir haben hier von Kameramann David Gallego relativ schöne Landschaftsaufnahmen, sehr spröde Landschaftsaufnahmen. Also das ist sehenswert, das hat er gut eingefangen. Wenn wir schon mal dabei sind beim Overall, wir haben mit dem Regisseur Gabe Polsky, den man eigentlich eher aus Sportdokus kennt, wie Red Army Legenden auf dem Eis oder zum Beispiel In the Search of Greatness. Also eher eine ungewöhnliche Wahl, die man jetzt eher weniger dem Western-Genre zuordnen würde.
Neben Nicolas Cage haben wir Will Andrews gespielt von Fred Hechinger, den man vielleicht der eine oder andere kennen könnte aus der Serie The White Lotus. Fred Schneider wird gespielt von Jeremy Bobb, der abergläubische Charlie Hogue wird gespielt von Xander Berkeley und McDonald wird gespielt von Paul Raci. Butcher's Crossing ist insgesamt ein Film, der als Kernthematik die Gier des Menschen gegenüber der Natur behandelt, und das wird hier, der Film spielt um 1874. Das stellt er auch in einigen Bildern sehr drastisch dar, und das kann er auch vermitteln. Und es ist auch ein Thema, das durchaus Gewicht hat, weil immerhin die Bisons wurden damals beinahe ausgerottet, und definitiv passend hier, der Film basiert ja auf dem Buch von John Edward Williams, das ich jetzt nicht kenne, aber das, glaube ich, das Ganze auch sehr eindringlich schildert und sehr gut geschrieben sein soll. Aber die Story des Films bleibt dünn. Wir haben sehr flache Charaktere, aber immerhin ist das Ganze sehr intensiv gespielt. Hinzu kommen halt eben noch diese tollen Aufnahmen der abgelegenen Wildnis, die eben so als quasi die Kirsche oben auf dem Eisbecher sind. Das schaut wirklich gut aus. Aber für wen ist dann der Film eigentlich? Ich sag mal, wer mit ruhigen und sehr langsamen Filmen was anfangen kann und hier keinen actiongeladenen Western erwartet und sich darauf einlassen kann, der dürfte hier vielleicht, und wenn es auch nur mal für eine Einmalsichtung ist, durchaus dem Film was abgewinnen können. Aber für alle anderen, die ein bisschen was anderes suchen, vielleicht ihren klassischen Western, actiongeladenen und vielleicht irgendeinen verrückten Nicolas Cage-Film, die, glaube ich, werden von dem Film eher enttäuscht werden. Also da ist für die Leute nichts zu holen. Jetzt dürft ihr quasi selbst entscheiden, zu welcher Gattung von Zuschauer ihr gehört. Ich, für meine Seite, gebe dem Film, so wie jetzt hier ist, 6,5 von 10 möglichen Punkten, weil er mir bis zu einem bestimmten Punkt wirklich gefallen hat. Aber wie gesagt, für eine richtige Empfehlung reicht es am Ende dann doch nicht aus. Das war's jetzt von meiner Seite mit dem Review. Wahrscheinlich nicht das letzte von Nick Cage. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Schaut euch mal wieder einen guten Film an, vielleicht mit Nick Cage. Und naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.